Hallo, liebe Zuschauer von German Television. Wir sind Tanja und Dennis Katzer und bereisen seit 1991 unsere schöne Mutter Erde. Ja, wir haben 464.000 Kilometer zurückgelegt, nicht nur mit dem Auto, mit Kamelen, Pferden. Fahrrad, wir sind von Deutschland bis nach Thailand geradelt. Ja. Unser Hund ist auch dabei. Ja, mit dem Motorrad. Also mit vielen Verkehrsmitteln, seit 4 Jahren circa mit dem Expeditionsmittel, mit dem Wohnmobil. Und haben da viel Freude dabei, machen die Kombination zwischen Fahrzeug und E-Bike. Und freuen uns jetzt, dass wir beim Sven unsere Filme vorstellen dürfen und einen Auszug zeigen dürfen aus unseren Erlebnissen. Ja, schaut's mal rein und lasst ein Abo da, das würde uns sehr freuen. Das ist immer wichtig für einen YouTuber. Und und ein Like und natürlich auch für den Sven, der freut sich darüber auch sehr. Und unseren Kanal findet ihr in den Shownotes. Das ist @Dennis Katzer. Ich habe ja schon erzählt in einem vorhergehenden Video, dass wir immer ein Geräusch gehört haben am Motor und irgendwie so ein Rattern im untertourigen Bereich. Ganz unangenehm. Und da fragt man sich ja, aber gab es das vorher schon oder ist das jetzt neu? Oder da kommt man fast ein wenig durcheinander, weil man dann in dem Moment keinen Vergleich hat. Ist das jetzt normal? Also, und dann könnte man sich ja auch vorstellen, geht da Motorschaden vielleicht einher damit? Also das Worst-Case-Szenario, wenn wir nach Marokko fahren und also unangenehm. Ja, jetzt sind wir bei Iveco angekommen und haben einen Termin. Und jetzt hoffen wir, dass die Teile dabei haben von dem Fußpartikelfilter, die Halterung gebrochen und Fernlicht ist irgendwie falsch eingestellt und der kleine Unfallschaden, den wir haben, schauen wir mal, was da rauskommt. Ich gehe mal rein. Jo. Jetzt sind wir in der Iveco-Werkstatt in Porto, Stadt Porto in Portugal. Und jetzt werden gerade nochmal die Scheinwerfer eingestellt. Okay, you can go inside. Die Scheinwerfer eingestellt, Fernlicht, weil die haben in den Himmel geschienen. Und der Yachi schaut auch mit zu. Das Fernlicht ging also mehr oder weniger in die Decke. Das heißt, wenn ich es eingeschaltet habe, dann war das irgendwo im Himmel. Aber jetzt ist es okay. Da haben wir spezielle Fernlichter einbauen lassen oder Halogenlichter einbauen lassen, die viel besser sind als die Originale. Da sieht man nämlich jetzt was, wenn man auf der Straße fährt. Zurück an unserem Traumstrand. Zu Hause in Porto, so kann man das hier schon fast nennen, wenn man bedenkt, wie oft wir hier schon waren. Tag erwartet uns, auch wenn es bei Iveco ist in der Werkstatt. Klar würde man so einen Tag gerne am Strand oder woanders verbringen. Aber auf der anderen Seite ist es ja toll, wenn das Fahrzeug fit gemacht wird. Freitagmorgen bei Iveco 2.0. Ja, wir waren gestern schon da und ich habe ja schon erzählt in einem vorhergehenden Video, dass wir immer ein Geräusch gehört haben am Motor und irgendwie so ein Rattern im untertourigen Bereich, ganz unangenehm. Und da fragt man sich ja, aber gab es das vorher schon oder ist das jetzt neu? Oder da kommt man fast ein wenig durcheinander, weil man dann in dem Moment keinen Vergleich hat. Ist das jetzt normal? Also,
Und dann könnte man sich ja auch vorstellen, ja, geht da Motorschaden vielleicht einher damit? Also das Worst-Case-Szenario, wenn wir nach Marokko fahren und also unangenehm, dann hat er gesagt, schau, check doch das mal, hier ist der Untergrund gut, check das mal. Weil ich musste mich dann in den Schlamm legen und habe mich dann also unter das Auto gelegt und mal einfach gesucht und mir Taschenlampe und alles sucht und was findet man schon zum Motor, ne? Und tatsächlich habe ich dann einen Riss entdeckt, und zwar am Rußpartikelfilter, der ist am Auspuff und da ist eine Halterung und die ist gerissen, komplett gerissen. Und das war's, das hat das Geräusch verursacht. Und dann sind wir in die Werkstatt gefahren und dann haben die das gecheckt und dann haben wir gesagt, na, schauen wir das Auto ein bisschen an. Wir fahren jetzt eben weiter nach Afrika und dann hat er gesagt, boah, da leckt ja der Turbolader. Ja, und ich denke, was? Also das ist eine größere Geschichte. Und naja, insofern müssen die jetzt Teile bestellen in Italien und haben dann gestern den ganzen Tag Analysen durchgeführt mit dem Diagnosegerät und so und heute müssen sie noch einmal Diagnose machen und zwar direkt live mit Italien, warum jetzt dieser Turbolader kaputt gegangen ist oder ein Leck hat, vielleicht welche Ursachen das haben kann. Und das liegt vielleicht an irgendwelche Ölfilter und dann müssen sie den Motor zerlegen, zum Teil. Und das ist heute der Fall, also echte Hammernummer. Und ja, jetzt sind wir da und jetzt müssen wir am Montag, heute ist im Freitag, am Montag wahrscheinlich nochmal kommen, weil dann kommen die Teile und heute eben Diagnose. Aber es gehört zum Reisen dazu. Ne, wenn jemand eine Segelyacht hat, dann ist es so, dass man dauernd an der Segelyacht rumschraubt und rumbastelt und so. Ich sage jetzt deswegen mit der Segelyacht, weil wir auch mal so einen Gedanken hatten, ernsthaft den Gedanken hatten, zu segeln, also im Segeln weiterzumachen. Jetzt sind wir auf der Landjacht unterwegs und da ist es ähnlich. Da musst du halt auch dauernd gucken und machen. Das ist ein technisches, hochsensibles Fahrzeug und oder alle technischen Fahrzeuge, egal, auch wenn es ein altes Fahrzeug ist. Ja, da ist immer irgendwas, was man machen kann, was lecken oder welche Lager ausschlagen. Man muss immer an den Autos arbeiten oder sie überwachen, dass sie auch einen lange erhalten und überall durchbringen. Ja, deswegen macht man einen Kundendienst und TÜV und so weiter. Ja, in diesem Sinne schauen wir, was heute passiert und da sind wir mal zuversichtlich, dass die Jungs das hier in Portugal schauen sehr professionell aus, also gut hinkriegen. Und der Ayachi are ready für einen Spaziergang. Das ist super Spaziergang. Es regnet seit ungefähr 8 Stunden ohne Ende. Ich hatte den morgendlichen. Komm her. Ayachi. Wir werden jetzt richtig nass hier. Oh, fängt schon an. Bis dann. Tschüss. Ciao. Montagmorgen in Portugal, Gaia. Porto. Und der Dennis fährt uns zu Iveco. Ja, jetzt waren wir das 3. Mal zu Iveco. War Wochenende und der Turbolader leckt. Also gut, dass wir es entdeckt haben oder dass die das entdeckt haben. Aber jetzt geht es natürlich, das ist eine heftige Reparatur und heftige Kosten und es geht um den Garantiefall. Und die Italiener haben es einfach verknackt. Ja. Am Freitag haben die keine Freigabe gegeben für dieses Teil, weil die Portugiesen müssen im Hauptwerk in Italien nachfragen, ob sie das Teil jetzt austauschen dürfen. Jetzt müssen wir am Montag wieder her. Schauen wir mal. Also heute und schauen wir mal, ob jetzt heute Freigabe kommt. Also so kann man auch Zeit verbringen, weil für uns ist das jetzt mittlerweile der 5. Tag, wo wir damit zu tun haben. Naja, aber man braucht halt einfach Zeit. Wenn nicht hat, schaut man alt aus. Sagen wir jetzt im Urlaub und muss 5 Tage davon warten. Ja, nicht so lustig. Aber wir nehmen das jetzt mal gelassen, würde ich sagen. Ja, wir haben ja jetzt insofern das Glück, würde ich mal sagen, in Gänsefüßchen, dass wir im Fahrzeug bleiben können und wir haben ja auch immer unsere Arbeit dabei und man kann sich auch so beschäftigen. Man könnte ein Buch lesen, man könnte spazieren gehen mit dem Hund und
deshalb versuchen wir immer das Beste draus zu machen aus jeder Situation, die uns da vom Leben gestellt wird. Ah, wir sind zu früh, die lassen uns hier noch nicht rein. Okay, na dann. Das noch. So, jetzt sind wir wieder in der Werkstatt, in der Iveco-Werkstatt, und jetzt werden Tests durchgeführt am Motor, und da wird jetzt einiges zerlegt, was mit dem Turbolader los ist. Der Turbolader, der steckt hier hinten drin. Und jetzt bin ich gespannt, was wir machen, was da rauskommt bei den Tests. Ja. Ah, buenos dias. Und hier wird eine Analyse gemacht. Einen kleinen Eindruck hast du ja jetzt bekommen von unserer großen Reise. Wir freuen uns, wenn du rüberhüpfst zu unserem Kanal @DennisKatzer. Sven freut sich, wenn du ihm hier ein Like dalässt und auch ein Abo. Und jetzt gibt es gleich noch ein bisschen was zu sehen. Ja, wir haben jetzt den Turbolader bekommen, und hier wird jetzt erst einmal der Motor zerlegt, also nicht der Motor zerlegt, sondern die Front abgebaut, um dann den Turbolader zu tauschen. Der Turbolader leckt und der kostet so ca. 1000 Euro plus Einbau, vielleicht noch mal ein Tausender. Also sind wir jetzt froh, dass wir das auf Garantie bekommen. Die Italiener haben ihm grünes Licht gegeben für den Einbau. Super. Und das sind all die anderen Fahrzeuge, die hier auf den Hebebühnen stehen. Portugiesische Müllabfuhr. Zumindest die Müllabfuhr von Porto fährt auch mit Iveco. Müssen wir alles abbauen, auch den Schnorchel. Zerlegt werden, unglaublich, so die Lampen müssen raus, Lichter. Wow. Jetzt hat er ausgebaut, und das ist dieses Teil, der Turbolader, der da anscheinend leckt. Da kommt jetzt ein neuer rein. So lernt man immer mehr dazu. Jetzt weiß ich ganz genau, ich habe zwar schon mal bei Iveco hier mitgemacht, beim Schraubertraining zweimal. Hier hinten ist der Turbolader dran, aber den selber zu tauschen, das wäre dann schon mehrere Nummern zu viel für mich. Das ist der neue, den YouTuber Charge. Okay, wow. I hope this is better. John setzt gerade den neuen Turbolader ein. Das ist echt ein Monsterjob. Ah, beautiful. Ja, 2 Stunden später ist jetzt schon wieder mehr geschehen. Die Reparatur dauert insgesamt 6 Stunden mindestens. Das heißt also, hier ist noch der alte Turbolader und der neue ist jetzt eingebaut. Ich deute mal hinten. Da ist der neue Turbolader, und mal schauen, was jetzt da passiert. Ob alles gut läuft, wenn jetzt das eingebaut ist, aber sind wir sehr zuversichtlich. Alles sind mir 22 normal. Und hier unten wird der Haltewinkel eingebaut für einen Rußpartikelfilter gleichzeitig. Also arbeiten jetzt 2 Leute hier, 2 Techniker an unserem Terralauf.
Naja, es hat sich auch herausgestellt, dass der Schlauch hier, der direkt angeschlossen ist am Turbolader, dass der echt kaputt ist und hier drin auch gerissen ist. Sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber der ist durchgehend gerissen. Wahnsinn. Irre. Alles wieder zusammengebaut. Unser Auto bekommt wieder seine Augen. Der Schnorchel ist dran. Kühler ist wieder drin. Turbolader ist drin. Und der NOx-Schalter wird noch eingebaut, der kaputt war. Der untere NOx-Schalter am Rußpartikelfilter. Der hat sich recht festgefressen und es war recht schwer, den auszubauen. Der hat jetzt auch wieder neu eingebaut. Ja, schön. Wird nochmal der Turbolader getestet. Der John macht es sehr gut. I just said that John is making it very well. Die Iveco-Werkstatt in Porto hat es wirklich möglich gemacht, unser Auto zu reparieren. Da war ja jetzt einiges kaputt. Also es war der Turbolader, der geleckt hat. Das haben wir dann festgestellt. Es war der Schlauch zum Turbolader im Eimer. Der hat einen Riss gehabt. Es war der NOx-Sensor kaputt. Und ja, das Licht war falsch eingestellt. Und auch die Haltung vom Rußpartikelfilter war gebrochen. Das haben die jetzt alles repariert, alles auf Garantie und die haben da super dran gearbeitet, das ganze Team hat dran gearbeitet. Klar, das Wochenende war dazwischen, deswegen hat es länger gedauert, da möchte ich keinen Vorwurf machen. Ich bin Iveco sehr dankbar, dass sie es so schnell gemacht haben, also mit all den Schäden und dass sie es so gut gemacht haben und dass wir jetzt halt super nach Marokko weiterfahren können, ja, durch Portugal und dann endlich nach Marokko kommen. Da freuen wir uns ja drauf und gut, dass das jetzt nicht in Marokko passiert ist. Ja. Also vielen Dank nochmal an euch hier bei Iveco und auf gute Fahrt für uns alle. Vielen Dank fürs Zusehen bis zum Schluss. Vielleicht sehen wir uns auf unserem Kanal @DennisKatzer. Wir würden uns freuen. Ja, und lasst ein Abo da, ja, freuen wir uns auch oder noch mehr. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wir haben schon mega viel erlebt und das werden wir Stück für Stück zeigen. Herzliche Grüße. Ciao.